du möchtest einen Roadtrip machen oder einfach nur im Van leben, dir unendlich lange Strände anschauen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und einfach nur Australien und die Welt genießen, dann bist du hier genau richtig. Hi, ich bin Pia und ich lebe seit 2017 on und off in Australien und ich möchte dir heute erklären, wie du dein Work-and-Holiday-Visum bekommen kannst in Australien. Du brauchst keine Agentur, die dir hilft. Du brauchst niemanden bezahlen, der das für dich macht. Das ist eigentlich alles ganz einfach. Es ist eine sehr große Sache, wenn du das erste Mal ins Ausland gehst. Aber wenn du da wirklich dich durchliest und Step für Step, dann ist das eigentlich ganz einfach und dann gehst du einfach mit dem Flow. Glaub mir, du schaffst das. So, also als allererstes brauchst du auf jeden Fall einen Reisepass und der sollte auf jeden Fall bis 2 Jahre gültig sein. Wenn der darunter ist, dann würde ich dir jetzt empfehlen, einen neuen zu beantragen. Dann musst du zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, um dich für das Work-and-Holiday-Visum bewerben zu können. Das Visum kostet im totalen Umfang 510 australische Dollar oder 333 Euro. Genau, mit diesem ersten Work-and-Holiday-Visum, das nennt sich 417 Work-and-Holiday-Visum, kannst du 1 Jahr in Australien bleiben. Danach kannst du dich auf jeden Fall auch noch für andere Visen bewerben, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wenn du dann weißt, du möchtest dich dafür bewerben, brauchst du einen E-Mail-Account. Das kannst du auch auf der Seite machen, wo du dich dann für das Visa bewirbst. Da gibst du dann einfach deine Daten ein, deine E-Mail, suchst dir ein Passwort aus, hab deine Dokumente bereit und gebe alles an. Ich glaube, der ganze Prozess, je nachdem, wie schnell du liest, wie schnell du in Englisch bist, weil das einfach alles auf Englisch ist, mach dir keine Sorgen, da gibt es genug Videos. Ich werde auch noch welche in der Infobox verlinken für dich, damit du vielleicht Step für Step das durchführen kannst. Dauert das maximal von 1 Stunde bis 2 Stunden, vielleicht 3. Du kannst es aber auch immer speichern und später nochmal wieder darauf zurückgreifen. Mach dir da also keine Sorgen. Wenn du dich dann für das Visum beworben hast und es bezahlt hast und alles ausgefüllt ist, dauert es von einem Tag bis 1 Monat, 2 Monaten, aber die meisten bekommen es einfach so in einem Tag. Wir haben da echt Glück. Das müsst ihr auf jeden Fall schätzen, dass ihr das Visum so easy bekommt, weil andere Länder da echt Schwierigkeiten haben. Visum nochmal, wenn du das Visum zum Beispiel im März 2023 bekommst, dann kannst du bis März 2024 in Australien einreisen. Also die geben dir ein ganzes Jahr, um zu überlegen, wann du einreisen möchtest. Und wenn du das Visum dann hast, kannst du auf jeden Fall später ein- und ausreisen in Australien, wie oft du lustig bist. Also wenn du nach Asien gehst und wieder zurückkommst, wenn du nach Deutschland gehst und wieder zurückkommst, nach Neuseeland gehst und wieder zurückkommst. Das kannst du alles machen, weil du ein- und ausreisen kannst, so viel du willst. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 2, denn wenn du das Visum hast, kannst du ja eigentlich schon den Flug buchen. Da kann ich dir empfehlen, einfach mal auf Skyscanner zu gucken. Ich finde das ganz cool, weil du da total viele verschiedene Flüge hast, von teuer und günstige Variationen. Da kannst du dir das dann selber aussuchen, was für dich am besten ist. Eine andere positive Sache von Skyscanner, finde ich, ist, dass du den ganzen Monat siehst. Also quasi siehst du, wann es am günstigsten ist, den Flug zu buchen. Weil ich buche gerne einen günstigen Flug. So. Deswegen finde ich das ganz cool. Ja, eine Sache zum Flug noch. Was ich wichtig finde, ist, dass du erstmal nur einen Hinflug buchst, weil du ja nie weißt, wie lange möchtest du in Australien bleiben. Auch wenn du dir sicher bist, dass du sagst, okay, ich bleibe nur 9 Monate, es kann sich immer noch was verändern. Und das ist auch in Ordnung. Deswegen empfehle ich dir einfach erstmal nur einen Hinflug zu buchen und dann kannst du schauen, ob du länger bleiben möchtest oder halt auch einfach früher zurückkommen möchtest. Und ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu Nummer 3. Das ist die Versicherung. Ich kann dir empfehlen, auf jeden Fall eine Auslandsversicherung abzuschließen, weil du weißt nie, was passiert. Und deswegen kann ich dir Hanse Merkur ans Herz legen. Also ich habe die damals genutzt und ich fand die total cool. Und da kannst du dir wirklich auch aussuchen, welchen Tarif du wählen möchtest. Da gibt es verschiedene. Das Coole ist da zum Beispiel, wenn du zurück nach Deutschland kommen möchtest und Urlaub machen möchtest,
in deiner Work-and-Travel-Site, dann kannst du auch den Heimaturlaub nutzen. Weil wenn du nach Hause kommst, bist du in Deutschland nicht versichert. Und wenn du dann aber bei Hans im Merkur bist, hast du diesen Heimaturlaub von 6 Wochen und kannst das einfach nutzen, wenn du zum Beispiel einen Check-up machen möchtest. Das fand ich damals ganz cool, weil ich damals noch nicht zu den australischen Ärzten gegangen bin zum Check-up. Aber in Deutschland wollte ich dann schon einen Check-up machen und deswegen kann ich dir empfehlen, dann diese Tarife dir durchzulesen. Außerdem kannst du da auch anrufen bzw. dich sehr gut beraten lassen. Ich fand die ziemlich hilfreich. Ich habe zum Beispiel damals erst für 9 Monate einen Vertrag gebucht, bin dann aber länger geblieben, habe mich dann mit denen zusammengesetzt und habe denen erklärt, wie meine Situation ist, weil ich ja in Australien war. Normalerweise musst du so eine Auslandskrankenversicherung immer außerhalb Australien buchen. Aber wenn du da anrufst und denen das erklärst und vor deinem Auslaufdatum abschließt, kann das alles noch gut klappen. Also ich kann dir diese Krankenversicherung auf jeden Fall ans Herz legen. Zum Beispiel auch schauen, ob du das schon für ein ganzes Jahr zahlen möchtest oder in 3 Monatsraten oder in Monatsraten. Ich glaube, ich habe damals die 35 € im Monat bezahlt für die Krankenversicherung. Und ich fand das eigentlich schon einen ziemlich guten Preis, weil es einfach echt wichtig ist, eine Versicherung zu haben, wenn du im Ausland bist. Ich verlinke dir den Link auch nochmal unten in der Infobox. Dann kannst du da mal selber schauen und dir das durchlesen. Es ist wichtig, dass du so $5.000 oder 3.000 € umgerechnet mit dir hast, was ich dir auch wirklich ans Herz legen kann, weil du nie weißt, was passiert oder ob du Arbeit findest oder nicht Arbeit findest. Aber ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das so rundum dabei zu haben. Und die wollen das auch sehen, beziehungsweise nicht richtig sehen, aber sei sicher, dass du einen Kontoauszug oder ein E-Statement davon hast, damit du, wenn sie dich fragen, bei der Einreise keine Probleme bekommst. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Nummer 4 und das ist die Unterkunft, würde ich sagen. Also sobald du weißt, ich habe meinen Flug, ich habe mein Visum, ich habe meine Krankenversicherung, da bist du eigentlich schon ziemlich gut im Rennen. Und dann kannst du sagen, okay, in 2 Monaten gehe ich nach Australien oder 1 Monat oder 3 Monate, wie auch immer. Ich schaue mal, was es da für Unterkünfte gibt. Und je nachdem, wo du natürlich ankommst, gibt es da verschiedene Unterkünfte. Es gibt sowieso ja alles Mögliche an Preisklassen, je nachdem. Aber wenn du jung bist und gerne was erleben möchtest und pfiffig und open-minded bist, dann kann ich dir empfehlen, einfach ins Hostel zu gehen, weil da kannst du Leute kennenlernen, da gibt es günstige Angebote von Touren, je nachdem, was du machen möchtest, aber da bist du eigentlich ziemlich gut untergebracht und es ist auch sicher. Das ist sowieso in Australien, es ist sehr sicher. Es gibt verschiedenste, tausende Vibes an Hostels. Ich kann dir einfach ans Herz legen, buche die etwas kleiner sind, weil du da besser Leute kennenlernst, wenn du darauf aus bist, aber auch nicht direkt im Stadtzentrum zu sein, weil es teilweise Hostels gibt im Stadtzentrum, die überhaupt keinen Außenbereich haben. Also du bist quasi komplett abgelockt und wenn du nach draußen gehst, stehst du direkt auf der Straße, auf so einer High Street, wo Busse sind und alle, ja, Touristen, Leute, je nachdem, alle rumlaufen. Und deswegen kann ich dir empfehlen, vielleicht zum Anfang erstmal ein bisschen außerhalb die Hostels zu buchen. Also wenn du in Sydney ankommst, ich bin damals in Sydney angekommen, ich habe es super genossen, am Bondi Beach anzukommen und mir erstmal den Strand und alles Mögliche dort anzugucken. Also und in Melbourne kann ich dir zum Beispiel St. Kilda empfehlen. Da ist ziemlich viel los, aber es ist immer noch so, dass du ja schnell an den Strand kannst, dass du immer noch das Außengelände genießen kannst. In Perth kann ich dir zum Beispiel, wenn du da ankommst, Fremantle oder Scarborough empfehlen. In Brisbane kenne ich jetzt die Namen nicht wirklich von den Vierteln, aber da schau einfach die ein bisschen weiter außerhalb sind. Ich war damals im Hostel in der Stadt und das hat mich kirre gemacht. Das hieß Nomads oder so, also das war nicht so schön. Da kann ich dir eigentlich auch eher empfehlen, halt ein bisschen weiter außerhalb zu sein, weil du einfach, besser Leute kennenlernst und dich einfach auch wohler fühlst. Aber das liegt natürlich auch einfach ganz an dir, was du möchtest.
Wenn du zum Beispiel in Cairns ankommst, was glaube ich nicht so sein wird, aber wenn du in Cairns bist, kann ich dir empfehlen, wenn du ein Partytyp bist, geh auf jeden Fall ins Gilligans. Wenn du, da ist sowieso alles eine Party, da gibt es sehr viel Party, aber wenn du überhaupt gar keinen Bock auf Party hast, dann geh lieber ins Mad Monkeys. Da ist zwar auch ein bisschen was los, aber es ist nicht ganz so wild wie im Gilligans. Da gibt es natürlich auch noch kleinere Hostels, von denen ich jetzt gerade gar keine Ahnung habe, weil ich ja auch nicht in jedem Hostel war. Aber schau da einfach mal rein. Da gibt es auch Hostel Worlds, da kannst du dir unendlich tausende Hostels anschauen. Dann wollte ich noch was zu den öffentlichen Verkehrsmitteln erzählen. Also zum Beispiel, wenn du in Australien ankommst, je nachdem in welcher Stadt, da kann ich dir sagen, in Sydney und in Perth gibt es auf jeden Fall eine Zuglinie, die in die Stadt oder in verschiedene Viertel reinfährt. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da kaufst du dir einfach so eine Tap-Karte, Tap-on, Tap-off. Die bezahlst du einmal und dann kannst du die eigentlich immer aufladen. Die kostet, weiß ich nicht, 15 bis $20 oder so und dann kannst du die, je nachdem, wie viel du fährst, halt immer wieder aufladen. Wenn du in Melbourne ankommst, da gibt es dann so einen Skybus, den du buchen kannst vorher. Musst du nicht vorher buchen, den kannst du auch da kaufen, keine Panik. Wenn du in Brisbane ankommst, da gibt es, glaube ich, auch so einen Sammelbus, Taxi. Da gibt es auch nicht direkt eine Line, die dahin fährt. Und wenn du jetzt in Adelaide ankommst, habe ich leider keine Ahnung, da bin ich nämlich noch nicht wirklich angeflogen gekommen. Aber da wirst du sicherlich auch rausfinden, wie das funktioniert. Ich denke jetzt eigentlich schon zu den Organisationen vor Ort. Wenn du dann in Australien angekommen bist, danach bist eingecheckt und dann gibt es natürlich Sachen, die du organisieren musst. Und das ist ja vielleicht eine SIM-Karte, eine Bankkarte, eine Steuernummer. Diese Kleinigkeiten, die nerven, aber die gemacht werden müssen. Und die sind auch viel einfacher zu organisieren als in Deutschland, glaube es mir. Australien ist so viel easier. Es gibt viele Sachen, die online laufen und ja, es geht einfach so mit dem Fingerschnips. Das hat mich sehr überrascht damals. Auf jeden Fall, ja, eine SIM-Karte, da kann ich dir empfehlen. Wenn du jetzt günstiger anfangen möchtest, ich glaube, das ist von Woolworth, da kaufst du dir eine SIM-Karte und die soll angeblich so ähnlich wie Telstra sein. Das soll ja hier das beste Network sein. Und da kannst du das auch zum Beispiel im Prepaid-Modus machen, dass du jeden Monat selbst wieder auflädst. Wenn du nicht weißt, wie lange du brauchst, dann brauchst du keinen dicken Vertrag abschließen. Du kannst das einfach alles selber kontrollieren. Also so habe ich das gemacht und ich war damit sehr zufrieden. Du kannst natürlich auch einfach zu Telstra gehen und denen erklären, dass du gerne eine Prepaid-Karte haben möchtest oder zu irgendeinem anderen Anbieter und dir da eine holen. Dann kommen wir zur Bankkarte. Da empfehle ich dir das auch so in den ersten 2 Tagen zu machen, weil je nachdem, wie lange du in einer Stadt bleibst oder in einem Hostel bleibst, musst du dir dann ja eine Adresse holen und da kannst du dann einfach die Adresse von deinem Hostel angeben und nimmst deinen Pass mit zur Bank. Da kann ich dir einfach die Westpac oder die Commonwealth empfehlen. Das ist das Einfachste. Es gibt aber natürlich auch bessere Banken. Da habe ich jetzt aber gerade nicht so den Einblick drin. Ja, ich habe damals einfach die Westpac gewählt, bin da hingelaufen, habe meinen Pass mitgenommen, habe die Adresse von dem Hostel im Kopf gehabt und bin dann dahin und habe mir einfach eine Bankkarte geholt. Die wurde mir dann innerhalb einer Woche dazu geschickt und das ist so eine Debit Card, heißt die. Damit kannst du überall online tak, tak, tap, tap bezahlen. Dann kommen wir zur Steuernummer. Und da kann ich dir empfehlen, das einfach online auszufüllen. Da gibst du dann auch deine Daten ein, weil in Australien, da wirst du sehr überrascht sein, ist einfach alles viel einfacher online zu erreichen als in Deutschland. Das ist sehr positiv. Und dann kommen wir auch schon zu den Jobs. Da gibt es Jobs von Gastronomie, Cleaning, Au-pair, Nanny, Farmarbeit, natürlich mit Früchten, mit Tieren, riesengroße Varianten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Farmen hier in Australien sind. Und da kann ich dir zum Beispiel die App Wikifarms ans Herz legen. Ich glaube, die kostet vielleicht $8 oder so, aber die ist es halt wirklich wert. Eine andere Sache ist auf jeden Fall, dass du auch nochmal schaust auf Facebook. Je nachdem, was du suchst, gibst du ein Farmarbeit in Western Australien. Farmarbeit in Regionen von Sydney. Da gibt es so viele Angebote und pass auf, dass du nicht gescammt wirst. Da gibt es zum Beispiel einfach Leute, die dich auch anschreiben, random, ohne irgendeinen Post gemacht zu haben. Das ist 100% ein Scam. Also pass darauf auf.
Und dann gibt es aber auch noch so kleine Apps wie Eura Local, die kann ich auch unten noch alle rein verlinken. Und dann gibt es natürlich Indeed, Seek gibt es hier noch und ja, LinkedIn. Wenn du zum Beispiel auch schon einen Professional Job hast oder studiert hast, dann kannst du auch einfach schauen, ob es diesen Job hier gibt, weil dann kriegst du richtig gutes Geld. Im Westen von Australien und ich glaube auch im Süden von Australien, im Norden, ich weiß es nicht ganz genau, gibt es aber am besten halt im Westen in Perth, gibt es die Möglichkeit, in Minen zu arbeiten. Es ist nicht das Allergeilste, in Minen zu arbeiten, aber wenn du das für 3 oder 4 Monate machen möchtest, um richtig viel Geld zu sparen, kann ich dir das empfehlen. Da gibt es zwar sehr lange Schichten, also so bis 12 Stunden am Tag und für 14 Tage lang, aber das Geld ist gut und du brauchst in diesen Tagen, die du da bist, nichts bezahlen, weil du die Unterkunft bezahlt bekommst von dem Arbeitgeber und das Essen. Und wenn du dann zum Beispiel eine Woche Pause hast, kannst du einfach zurück ins Hostel gehen und hier wieder wohnen, je nachdem, wo du bist, oder in deinem Apartment und dann gehst du einfach wieder zurück in die Mine. So hast du weniger Ausgaben und verdienst viel mehr Geld. Und jetzt zu deinem Lebenslauf. Wenn du in Australien ankommst und in der Gastronomie, in Cleaning oder irgendeinem anderen Gewerbe bist, bitte tu das nicht, wenn du mit Kindern arbeitest, aber in jedem anderen Gewerbe denke ich, dass du einfach lügen kannst. Ich habe auch eine sehr lange Nase bekommen, als ich in Australien angefangen habe zu arbeiten. Aber irgendwie musste ich ja anfangen, weil ich hatte keine Erfahrung richtig in der Hospitality, also in der Gastronomie. Oder ich habe zwar damals bei H&M in Deutschland gearbeitet, aber es war irgendwie so ganz anders als hier. Und deswegen musste ich ja einfach mal ein bisschen rumlügen, damit mich überhaupt jemand nimmt. Ich wurde halt auch ein paar Mal wieder rausgeschmissen, aber das macht nichts, weil du dann einfach weitermachen kannst. Dann sagst du, okay, ich habe nicht einen Tag gearbeitet, sondern einen Monat da. Also hab da keine Angst vor. Wenn du auf jeden Fall Au-pair- oder Nanny-Arbeit machen möchtest und da interessiert bist, musst du das auch nicht unbedingt über eine Agentur buchen. Du kannst das auch einfach alleine machen. Und zwar gehst du auch auf Facebook oder da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar andere Nanny-Gruppen, aber in Facebook ist das ganz einfach. Dann gibst du einfach ein Au-pair in Sydney und dann findest du 100%ig auf Facebook eine Gruppe und da klickst du dann einfach drauf. Wenn du angenommen bist, schaust du da mal rein und wenn da viel gepostet wird, dann kannst du auch einfach was posten und sagen, hey, ich bin da, ich bin so und so 4 Jahre alt, ich möchte gerne ein Au-pair machen und da kann ich dir eigentlich 100%ig garantieren, dass dir da jemand zurückschreiben wird. Und ich finde halt eben auch die Eltern hier in Australien möchten, glaube ich, auch schon sich selbst versichern, beziehungsweise vielleicht auch du, dass wenn du ankommst, dass du die Familie hast und dass die dich haben. Also da kannst du dann zum Beispiel auch einen Videocall vereinbaren, außerhalb von Facebook und die besser kennenlernen. Das sind eigentlich so meine Tipps für Australien. Wenn du noch Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare. Ich würde dir gerne helfen. Und vielleicht hast du ja auch noch Ideen, dann kannst du die auch einfach in die Kommentare reinschreiben und die anderen können davon profitieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch mir einfach einen Daumen nach oben oder gib mir eine Subscription und teile das mit allen Freunden, die nach Australien wollen. Bis bald!